So, und es ist eigentlich wie ein Krimi, der heute stattfindet. Dieses Ermächtigungsgesetz, was für ein Name. Sie sind gerade dabei, diese sogenannten Volksvertreter, dieses Gesetz, also für dieses Gesetz abzustimmen, und es sieht eigentlich eher danach aus, dass sie dafür abstimmen. Das bedeutet, dass unsere Grundrechte, die uns per deutsches Grundgesetz garantiert wurden, die unsere Vorfahren so wunderbar dort aufgenommen haben und die die Grundlage für all unsere Gesetze bisher waren, Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, ja, Unantastbarkeit der Wohnung, alles, also eigentlich sind alle, Pressefreiheit, alles, all diese Gesetze sind betroffen. Und durch die sogenannten Corona-Verordnungen wurden ja bestimmte Artikel des Grundgesetzes bereits außer Kraft gesetzt. Und da das ja unrechtmäßig war, verfassungswidrig, werden jetzt diese unrechtmäßigen Verordnungen in ein Gesetz oder sollen in ein Gesetz zementiert werden, in das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Und das findet jetzt in diesem Moment gerade statt. So, auf der einen Seite geht es mir so, dass es wirklich ist wie ein Krimi und es tut eigentlich nicht es ist so, kann traurig machen, hoffnungslos, aber das will ich euch nicht vermitteln. Ich schaue raus und sehe, wie unser Volk steht. Die werden einfach verleumdet, als wären sie die Idioten, Corona-Idioten, und als wären sie Rechtsradikale sonst was. Also ich habe vorhin noch reingehört im Bundestag, also da wird ja sich noch lustig gemacht über unser eigenes Volk, das um seine Freiheit kämpft. So, das ist die Situation draußen, und die Situation da im Plenarsaal ist einfach eine Schande für unser Land, für unsere Demokratie. Und ich hätte am liebsten diesen Abgeordneten zugerufen, und das werde ich jetzt nochmal machen: Verehrte Abgeordnete des Bundestages, ich hoffe, dass der eine oder andere dieses Video zu sehen bekommt. Ihr habt darüber gesprochen, über all die vielen Toten durch Corona, ja, die wir bisher als Bevölkerung ja kaum sehen konnten. Und die Grippewelle ist ja einfach auch wegrationalisiert worden, und wahrscheinlich heißen die jetzt alle Corona-Tote. Wie auch immer, aber ich möchte auf etwas anderes aufmerksam machen, und zwar auf die vielen Menschen, auf unser eigenes Volk, auf die friedlichen Ausländer, die hier mit uns leben und die schon seit Monaten in Gefangenschaft leben. Wir laufen herum wie Aliens. Unsere Kinder, immer wieder höre ich das, von da ein Fall, dort ein Fall, dass die Kinder ohnmächtig werden, sie bekommen keine Luft an den Schulen, in Kindergärten. Unsere alten Menschen sterben ohne Begleitung in den Pflegeheimen, in Altenheimen, in Krankenhäusern, die Schwachen. Jetzt wird gerade durchgesprochen, die namentliche Abstimmung. Ich weiß, viele Christen haben gebetet. Das war eigentlich das Einzige, was uns noch blieb. Und ich halte es aber nicht für unwichtig. Aber ich möchte sagen, dort im Plenarsaal wird nicht davon gesprochen, wie unser Volk leidet. Unser Volk, dem jetzt alle Grundrechte genommen werden sollen per Gesetz. Per Gesetz. Was für eine Schande für unser Land. Was für eine Schande für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und das, was die Demonstranten draußen tun. Sie verhalten sich rechtmäßig gemäß Artikel 20 Grundgesetz Absatz 4. Wenn jemand es unternimmt, diese freiheitlich-demokratische Rechtsordnung abzuschaffen, dann haben alle Deutschen das Recht, und ein Politiker hat sogar gesagt, die Pflicht, sich dagegen zu erheben. Und das machen die Demonstranten draußen auf der Straße. Und ich hoffe und wünsche mir, dass es unser ganzes Volk tut. Heute soll dieses Gesetz verabschiedet werden, das uns entrechtet, entmachtet, das Souverän des deutschen Volkes entmachtet, so wie es sich schon seit vielen Jahren gezeigt hat, beim Deutschen Reichstag, wo diese Gitter aufgestellt wurden, und unser deutsches Volk, es steht immer noch oben drüber, mich wundert, dass sie das noch nicht weggenommen haben, dem deutschen Volke. Da stehen die Gitter davor, wir durften schon zig Jahre nicht mehr auf die Treppen des Deutschen Reichstages, obwohl wir eigentlich per Gesetz, das deutsche Volk,
die Regierung für Deutschland stellen. Wir sind das Souverän. Wir sind das Souverän. So sagen es unsere Gesetze. Aber diese Regierung, ich kann sie immer nur noch Regime nennen, sie haben uns entrechtet, sie haben uns entmachtet und heute zementieren sie ihr Unrecht in dieses unrechtmäßige, verfassungswidrige Gesetz, in dieses Ermächtigungsgesetz. Sie hebeln damit alle unsere Grundrechte aus. Sie schaffen sie gerade ab. Ich weiß nicht, ob es Ihnen jetzt gelingt. Es ist egal, ob es Ihnen gelingt oder nicht. Ich möchte, dass ihr nicht hoffnungslos seid. Ich möchte, dass ihr die Hoffnung trotzdem nicht verliert, dass ihr nicht aufhört, für unsere Rechte und Freiheiten zu kämpfen. Ich möchte euch etwas sagen. Meine Tochter hat mir vorhin geschrieben und hat gesagt, Mama, bitte demonstriere mit für deine Tochter, für ihren Mann und für deine 3 Enkel. Und darum geht es. Es geht um unsere Zukunft. Es geht um die Freiheit unserer Kinder, unserer Enkel. Es geht um unsere Zukunft. Gebt nicht auf. Gebt nicht auf. So, eure Heidi Mund, Bundestag, Berlin, 18.11.2020. Buß- und Bettag. Wir werden ihn wieder einführen, wenn unser Land, unser Volk Buße getan hat. Und wenn Gott diese Marionetten in diesem Regime abgesetzt hat. Es gibt viele Möglichkeiten. Erich Honecker hat auch gesagt, bevor die Mauer gefallen ist, sie wird noch 100 Jahre stehen, dann wurde er krank und die Mauer ist gefallen. Schauen wir mal, was in dem großen Getriebe der Welt noch passiert. Okay, alles Liebe, nicht aufgeben. Tschüss, Heidi.